Okay, good afternoon, good evening, everybody. It's David Schmidt, and welcome to our training webinar today. And with me is Hermina Oberman. Hermina, welcome. Hallo David, einen wunderschönen guten Abend von David Schmidt heute zu diesem Training und mein Name ist Hermine Obermann und ich darf wieder übersetzen. Well, I hope that you're all doing well. And of course, the past few months, we've been speaking about COVID-19. So I think it's about time we get on and speak about something else a little bit more positive. Also ich hoffe, es geht allen gut soweit und wir haben ja in den letzten Monaten sehr viel immer über Covid-19 gesprochen und wir schauen uns heute mal was anderes an. So of course, we are now entering into summer. And many of you may have gained some weight the past few months staying inside. So we're going to be talking about what you can do to reduce that extra body fat. Very good topic. Also, das heutige Thema ist ein sehr interessantes Thema, denn der Sommer steht ja wirklich vor der Türe und vielleicht hat der eine oder andere ein bisschen an Gewicht zugelegt, jetzt über dieses immer daheim bleiben. Und wir schauen uns heute an, was wir tun können, um Gewicht wieder zu reduzieren. All right, so let's go ahead and get started with this then. Legen wir los. And just as a reminder, I am not a medical doctor, so any of the suggestions or recommendations here, please speak with your healthcare provider. Und nochmal einfach zur Wiederholung und auch um aufmerksam zu machen, David ist kein Arzt, alles hier sind Empfehlungen und wenn man genaueres wissen will oder unsicher ist, dann bitte mit dem eigenen Arzt sprechen. Okay, so let's cover some of the basics first. Schauen wir uns einmal die Basis an. The first thing is when we're looking at losing some unwanted body fat, we have to make sure that we have a proper foundation. Wenn wir Körperfett verlieren wollen, dann müssen wir zuerst darauf achten, dass wir eine gute Basis haben. So the first one we'll start with is sleep. We have to be getting between 7 and 8 hours of good quality sleep each night. Fangen wir mit dem ersten an. Das erste, was wirklich wichtig ist, ist der Schlaf. Wir benötigen 7 bis 8 Stunden guten Schlaf. Now, when we're getting proper rest, this will reduce our stress hormones and allow our body to burn fat. Wenn wir gute Erholung bekommen durch den Schlaf, dann erlaubt es dem Stresshormone und dadurch auch den Fettverlust anzuregen. Also, when we get enough sleep, it's going to elevate hormones that help support fat loss. Weiters werden auch Hormone angeregt, wenn wir gute Erholung aus dem Schlaf bekommen, die auch wiederum zum Fettverbrennen nützlich sind. Now, of course, we need to have a healthy diet in place to support our healthy body shape. Wichtig ist natürlich auch für gesunde Ernährung zu achten und hier ist ganz wichtig, das Wort Diet auf Englisch heißt nicht, sondern heißt wirklich Ernährungsstil. Also wichtig ist es, einen gesunden Ernährungsstil an den Tag zu legen, der dem Körper natürlich auch hilft, in Form zu bleiben. A strategy that I've used for 4 years now is intermittent fasting. Eine Strategie, die David selber auch seit 4 Jahren erfolgreich verwendet, ist dieses intermittierende Fasten. So with this strategy, you pick an 8-hour period of time in which you're going to eat. Bei dieser Strategie geht es darum, dass man sich untertags 8 Stunden auswählt, in denen man essen kann. So for example, you could eat between 11 a.m. and 7 p.m. each day. Das bedeutet zum Beispiel, dass man zwischen 11 Uhr vormittags bis 19 Uhr essen kann. And then when you're not eating, if you wanted to drink water or tea or coffee, you could do that.
Und dann die restliche Zeit herum trinkt man nur, also Wasser oder Tee oder ein bisschen Kaffee. Now, time does not permit us to cover this subject in detail, but I would recommend a diet that would be rich in protein, moderate in fat, and low in carbohydrates. Mhm. Natürlich das Thema jetzt, was gesunde Ernährung betrifft, schaffen wir im heutigen Webinar nicht, aber generell kann man sagen, oder empfiehlt David auch, zu schauen, dass man gute Proteinquellen hat, also mehr Protein, mittelmäßige Fettkonsum und wenig Kohlenhydrate. It's also important to realize that you don't have to have a strict eating schedule each day. You could take Saturday and Sunday as days to relax, and that's perfectly fine. Natürlich ist auch klar, dass man jetzt nicht alle Tage ganz geregelt essen kann, weil eben das Leben manchmal anders spielt und man kann zum Beispiel auch sagen, dass man Samstag, Sonntag eben so Ausnahmetage macht, wo man eben ganz entspannt ist. Okay, now with exercise, so of course we have to realize that if we want to reshape our body and lose fat, the easiest way to do this is going to be through exercise. Dann natürlich auch, wenn in Bewegung sein, also zu trainieren, Sport zu machen, Bewegung, das ist ein Faktor. Wenn wir unseren Körper wieder in Form bekommen wollen, dann gehört das einfach dazu. Da müssen wir uns klar darüber sein. Now, before you even start an exercise program, you want to have the proper mindset. Bevor man aber überhaupt mit einem sportlichen Training anfängt, sollte man auf einen guten Gedankeneinstellung achten. So many people don't enjoy exercise, and this, of course, is a reason why they don't exercise. They don't look forward to it. Mhm. Viele Menschen verbinden mit Sport nicht unbedingt Freude. Also sie genießen das nicht und das macht es natürlich auch schwierig, sich darauf zu freuen, Sport zu treiben. I turned 57 this year, and I can tell you that my performance in the gym is better than it ever has been my entire life. It's so awesome, David. You're the best example how you can turn years in back. So, also David ist 57 heuer geworden und so gut wie er jetzt trainiert, hat er noch nie in seinem Leben. And I would credit this to mindset. Und er würde hier wirklich den Dank oder die Aufmerksamkeit dem geben, dass er eben das richtige Mindset, also die richtige gedankliche Einstellung hat. Before you exercise, you can take a moment to pray and just be thankful that you have this time to devote to making your body better. Also bevor man zum Beispiel den Sport ausübt, könnte man sich ein bisschen Zeit nehmen, um zu beten oder zu meditieren oder diese Gedanken einfach auszusenden, zu sagen, ich bin dankbar dafür, dass ich jetzt überhaupt die Zeit habe und auch die Möglichkeit habe zu trainieren. And by developing this proper mindset, it's going to make the exercise easier and you'll eventually enjoy and look forward to it. Und dadurch werden dann die Übungen noch einfacher und man fängt auch an, das wirklich zu genießen und sich darauf zu freuen, dass man das machen kann. Now, it's also important, if you haven't exercised in a while, take it easy the first 3 weeks, maybe just start walking, do something simple to get your body back in this routine. Wenn man jetzt schon lange nichts mehr gemacht hat in Richtung sportlicher Betätigung, dann sollte man am Anfang wirklich auch die ersten 3 Wochen das Ganze ein bisschen lockerer angehen, vielleicht mit Spazierengehen, flotterem Spazierengehen, bevor man dann wirklich einsteigt. Eventually, you'll want to be doing things like calisthenics or weight training, as this will help to build the muscle. Und man sollte sich hier auch spezielle Turnübungen aussuchen, um die Muskulatur wieder zu unterstützen.
Now, water is often overlooked as a way to increase fat burning. Wasser wird oft angesehen auch als Hilfsmittel, um Fett zu reduzieren und zu verbrennen. You'll want to drink a glass of water as soon as you wake up to help clear the toxins out of your body. Mhm. Gut ist, sofort ein Glas also Wasser nach dem Aufwachen zu trinken, denn es hilft, die Giftstoffe aus dem Körper zu bringen. And then be thinking about drinking 2 or 3 liters of water per day, and this will help elevate the fat burning in your body. Und wenn man dann über den Tag hindurch 2 bis 3 Liter Wasser trinkt pro Tag, dann hilft das auch, den Körper zu unterstützen beim Fettverbrennen. Now, most of us think of coffee for energy, but there's actually a way to use coffee and caffeine to build muscle. Viele von uns denken bei Kaffee an Koffein und Aufmuntern, aber es gibt auch eine Art, wie man Koffein und Kaffee mit Muskelaufbau in Verbindung bringt. The trick is you want to drink the coffee before exercise, but not after exercise. Also der Trick ist der, dass man Kaffee vor dem Sport trinkt und nicht danach. The reason for this is that coffee will give you energy for exercise and help break down muscle tissue so that you can build more muscle. Der Grund dafür ist, dass Kaffee vor dem Training erstens Energie gibt und zweitens dabei hilft, dass die Muskelzellen vorbereitet werden, um mehr Muskelzellen zu produzieren. But if you're drinking coffee all day, it will turn off muscle building. Aber wenn man Kaffee den ganzen Tag über trinkt, dann wird das Muskelbilden unterdrückt und unterbunden. Okay, now we do have a number of patches that can be used to support recovery from exercise and loss of body fat. Wir haben einige Patches, die uns helfen, um uns nach dem Sport gut zu regenerieren und zu erholen und die auch helfen beim Fettverbrennen. Now with X39, because X39 supports mobilization of stem cells, it can help you recover faster after exercise. Mit X39 haben wir ein Patch an der Hand, das ja auch hilft, die Stammzellen zu mobilisieren und dadurch bei der Erholung gut unterstützen. Many of you may get cravings for food, and of course SP6 can be used to help control those cravings. Manchmal hat man ja auch gerade, wenn man sich jetzt wieder um seine Körperformen kümmert, Heißhungerattacken oder Gelüste, dann ist SP6 hier ein sehr gutes Patch, das hilft, das zu unterdrücken oder zu verringern. Now, the next patch that I want to speak about briefly is the carnosine patch. Das nächste Patch, das wir uns anschauen, ist Carnosin. And if you go to the science section of the website, you'll be able to pull up 2 studies that we did using carnosine with athletes. Und wenn man auf die LifeWave-Webseite schaut, also www.lifewave.com und dort unter den Wissenschaftsbereich schaut, dann findet man ja auch die Studien und unter anderem findet man hier 2 Studien zum Carnosin-Patch, die mit Athleten gemacht wurden. So the important thing is that when you're trying to change your body composition, you want to build up the muscle and reduce the body fat. Das Wichtige ist, wenn man die Zusammensetzung des Körpers verändern möchte, dann benötigt man mehr Muskelmasse, um Körperfett zu verringern. So carnosine is stored in the muscle and contributes to the building of new muscle. Carnosin, die Substanz selber, ist im Muskel vorhanden und hilft dabei, dass Muskelgewebe gebildet wird. And only within 1 month, the carnosine patch will increase your strength, your stamina, and even your overall health. Und innerhalb von einem Monat
hilft Carnosin eben die Stärke, die Kraft, die Ausdauer zu verbessern. And then another patch that we have, of course, for supporting fat burning are the energy patches. Und ein weiteres Patch, das wir haben, ist Energy Enhancer. Die Energy Patches, die helfen dabei, dass Fett verbrannt wird. And these studies go all the way back to 2003. Und diese Studie wurde bereits 2003 gemacht. We had conducted a study with Dr. Frank Schallenberger, and this study was used to show that when you wear the energy patches, they increase fat burning. Diese Studie wurde gemacht mit Dr. Frank Schellenberger und da hat eben gezeigt, wenn man die Energy Patches trägt, dass dann mehr Fett verbrannt wird. We also did studies back in 2003 with Troy State University and Morehouse College using energy patches with athletes, showing that it would improve their strength and stamina. Eine weitere Studie, die im Morehouse College gemacht wurde, hat auch gezeigt, dass wenn man Energy Enhancer verwendet, dass die Ausdauer und die Kraft stärker werden. So, using the energy patches, again, so like the carnosine patch, can lead to reductions in body fat and improvements in lean muscle. Das bedeutet also, die Energy Enhancer Patches, genauso auch wie die Carnosine Patches, helfen dabei, Muskelmasse zu unterstützen, aufzubauen und dadurch Fett zu verbrennen. So, in summary, you want to make sure that you have your foundation of rest and proper diet and exercise in place. Die Zusammenfassung ist die ganz wichtig, darauf zu achten, dass die Basis stimmt, mit ausreichend Erholung, gutem Schlaf, einer gesunden Ernährungsweise und auch sportlicher Betätigung. If you haven't exercised for a while, make sure that you start slow and you have a program that's right for you. Wenn man schon lange keinen Sport mehr gemacht hat, dann wirklich gemütlich anfangen und sich auch das richtige Turnprogramm, Sportprogramm suchen, das für einen selber passt. While you may feel as if that you want all of these changes to happen very quickly, think of this as a long-term commitment, that you're doing this for your health and for the long term. Und wenn man anfängt, dann sollte man sich auch wirklich vor Augen halten, dass das jetzt keine geschwinde Geschichte ist, also dass man sofort morgen die super Figur hat, sondern dass es Langzeitplan anzusehen, wo es wirklich um die Gesundheit geht und dass man die Gesundheit erhalten möchte und dadurch dann auch fit ist. And develop a mindset where you're thankful and you're grateful and you're looking forward to all of these things. That way you'll enjoy it and you'll stay with it. Entwickle auch ein Gedankengut oder Gedanken, die dich unterstützen, hier wirklich dankbar dafür zu sein, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben und auch mit Freude auf diese Veränderungen zu schauen. You know, so Hermina, this is a big subject, and there's so many different things that people can use to help their overall health and reducing body fat. So this, of course, has just been an overview, but hopefully if people have gained a little bit of weight and they want to get started back up, this will give them a few ideas about how to get started. Oh, of course, because some few ideas, if they do this, then it's already a huge win. Also David sagt hier auch, natürlich bedingt durch die Zeit, es ist wirklich ein paar Tipps, aber ich muss auch sagen, die Tipps sind sowas von wertvoll und es ist wichtig, dass man die auch immer wieder in Erinnerung sich holt und auch anwendet, dass wir wieder zu unserer schönen Figur zurückfinden, falls sie wer verloren hat. Okay, Hermina, we got a question. I love this question. It's one of my favorite questions, actually. How do you elevate testosterone and growth hormone? Also, eine Frage kommt rein, die super ist, die David sehr mag. Wie kann man Testosteron anheben und das Wachstumshormon? Okay, so the first thing is growth hormone is going to have a relationship with insulin, meaning release of insulin and release of growth hormone are inversely proportional to one another. When you have
when you have your growth hormone elevated, your insulin levels are low. Mhm. Also die Frage ist eben, wie kann man Testosteron anheben und auch das Wachstumshormon anheben? Und David sagt hierzu, das Wachstumshormon ist sehr spannend, denn es hat ein Verhältnis mit Insulin. Bedeutet, wenn die zwei bedingen einander irgendwie. Wenn das Wachstumshormon angehoben werden soll, dann muss das Insulin gering sein. So one way to elevate your growth hormone naturally without any drugs or pills is to practice intermittent fasting. So when you're only eating within an 8-hour window, your growth hormone levels are going up. Also, um das Wachstumshormon natürlich anzuheben, ohne irgendwelche Ergänzungen zu sich zu nehmen, dann ist ein guter Weg, dieses intermittierende Fasten zu praktizieren, sprich innerhalb von 8 Stunden, von einem 8-Stunden-Fenster zu essen und dann die ganze Zeit den Rest nichts zu essen. Now, there are supplements that will support growth hormone levels. Es gibt aber auch Ergänzungspräparate, die das unterstützen. Let's see, since you are in the United States, there is a herb called mucuna purines. And mucuna purines contain a very high amount of the amino acid L-DOPA. And if you take this before going to bed, it will elevate your growth hormone. Also es gibt hier natürlich auch Nahrungsergänzungsmittel, da der Fragende oder die Fragende aus den USA kommt, hat David hier ein spezielles Präparat genannt, das Mucuna purine sich nennt, wo die Aminosäure L-Dopa vorhanden ist, und wenn man das vorm Schlafengehen nimmt, dann hilft man hier auch, das Wachstumshormon anzuheben. Okay, now on testosterone, one of the ways to elevate testosterone is with exercise. Dann, wie kann man Testosteron anheben? Ganz einfach durch Sport. So when people are weight training, that can help lead to elevated testosterone levels. Zum Beispiel Gewichte heben, also alles, was unter diese Kategorie geht, das hilft, um Testosteron anzuheben. Now, you're going to see a lot of products on the market that claim to lead to elevate testosterone, but most of them do not have clinical studies behind them. Auch aufpassen sollte man hier, es gibt natürlich einen Haufen Produkte am Markt, die versprechen oder damit werben, dass sie Testosteron anheben können, aber wirklich auch immer darauf achten, ob es klinische Studien dazu gibt. There's actually very few herbs or nutrients that are documented to elevate testosterone. In Wahrheit gibt es wirklich sehr wenige Substanzen oder auch Kräuter, die dokumentiert sind, dass sie Testosteron anheben können. Yeah, and this is actually, well, I'll tell you an example of one thing. This could be a 1-hour webinar to cover all of this. But as an example, lowering cortisol levels, which we can do with the Eon patch, will support testosterone levels. Also zum Beispiel, wenn man das Cortisolniveau herunterbekommt, das wir übrigens mit unserem Eon-Patch zusammenbringen, bewirkt das wiederum in umgekehrter Reihenfolge, dass dadurch Testosteron angehoben werden kann. There's some other people asking about testosterone as well. Also es sind viele heute, die über Testosteron mehr wissen wollen. Well, hormones are a very interesting subject. Absolutely. You know, there was back in the 1950s, before steroids became in popular use, there was a technique to elevate testosterone which involved drinking heavy cream. Oh, okay. Also sehr interessant, weil das Thema Hormone scheint heute offenbar auch in den Fragen viel widerspiegelt zu werden. Und es ist ja ein
wirklich sehr interessantes Thema. Und David hat eben erzählt, also in den 1950er Jahren, bevor so diese ganze Steroid-Geschichte auf den Markt gekommen ist, hat man eben gesagt, um Testosteron anzuheben, ist es wichtig, oder da haben die Leute offenbar wirklich sehr starken Obers, also Sahne, getrunken. And this is because the fat, heavy cream, of course, is pure fat, but the intake in fat would lead to increases in testosterone levels. Weil man eben davon ausgegangen ist, dass dieser hohe Anteil an Fett, der ja in Sahne und Obers vorhanden ist, eben auch dazu führt, dass Testosteron angehoben wird, das Level von Testosteron. But keep in mind, this was recommended for young male athletes. Und man muss hier schon auch dazu sagen, ja, also das hat man jungen, starken, athletischen Männern empfohlen. So as people age, the strategy needs to change a little bit. Und wenn man ein bisschen älter wird, dann ist es schon klüger, dass man diese Strategie etwas verändert. I would say if there's an interest in just talking about testosterone, I could have a webinar about it because it is quite a long subject. That would be very, very good. Also wenn wir Interesse haben an einem Webinar allein nur über Testosteron, dann wird das David machen. I'll keep that in mind. Yeah. And Hermina, with that, I'm at the bottom of the hour here, and so we'll move on to another call. But I want to thank you for your leadership, and thank you for translating today. Yeah, it's always a pleasure. Thank you, David, for your time that you give us to explain more in detail how everything works. So, also David sagt auch vielen, vielen Dank. Wir sind ja wieder am Ende unserer Zeit angekommen und ich habe mich jetzt auch mal in unserem Namen bedankt, dass er uns immer diese Zeit schenkt und so viele tolle Informationen zur Verfügung stellt. Okay. Thank you, everyone. Auf Wiedersehen. Bye-bye. Bye-bye.